Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um einen sehr aktuellen vermissten Fall eines Deutschen in Portugal. Der Fall wurde, soweit ich es überblicken konnte, bisher nicht oder kaum in den deutschen Medien veröffentlicht. Ich bin von einem Mitglied aus unserer Community auf diesen Fall aufmerksam gemacht worden, habe dann etwas recherchiert und dann die Schwester des Vermissten angeschrieben, mit der Anfrage, ob ich zu dem vermissten Fall ihres Bruders ein Video erstellen soll. Sie hat dem zugestimmt und die in diesem Video genannten Informationen stammen also aus erster Hand. Bei dem Vermissten handelt es sich um den 39-jährigen Arthur Lorenz. Arthur Lorenz hatte seinen eigentlichen Wohnsitz in Stuttgart, hat diese Wohnung aber über Airbnb vermietet, denn er war länger unterwegs in Portugal. Arthur Lorenz war schon eine längere Zeit in Portugal unterwegs mit seinem Wohnmobil, welches er und sein Vater selber umgebaut haben. Arthur Lorenz trug sich sogar mit der Idee, ganz nach Portugal auszuwandern. Er hatte zum Beispiel die Idee, dort Yoga-Retreats anzubieten und Tiny Houses mit dem Vater zu bauen und diese dann auch zu vermieten. Allerdings war es dann so, dass die Preise dafür zu hoch waren und Arthur beschloss, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Insgesamt war Arthur 6 Monate in Portugal. Mit Unterbrechungen natürlich, in denen er nach Deutschland gefahren ist. Zuerst war er vorrangig an der Algarve unterwegs, später dann mehr Richtung Norden. Zuletzt hatte er seinen Aufenthalt in Peniche gehabt, bevor er sich dann am 1. Mai auf den Weg Richtung Deutschland gemacht hat. Die Schwester hat einen Flyer erstellt oder mehrere Flyer erstellt, nachdem sie wusste, dass irgendetwas nicht stimmte, dass ihr Bruder wahrscheinlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Und aufgrund dieser Flyer, die dann in Social Media, Facebook und so weiter und so fort geteilt wurde, hat sie dann fast alle Informationen dann tatsächlich über Social Media erhalten. Und sie ist begeistert darüber, dass so viele Menschen aufgrund dieser Flyer helfen und die Suchflyer teilen. Auf diesen Flyer oder auf diese Flyer meldete sich dann ein Felipe. Das ist ebenfalls ein portugiesischer Abenteuercamper. Und dieser hatte den Bruder, also Arthur Lorenz, erkannt. Letztmalig sah Felipe Arthur am 4. Mai. Und diese Sichtung von Arthur wird dadurch bestätigt, dass auf Fotos, die Felipe gemacht hat, im Hintergrund der Camper von Arthur zu sehen ist. Dies ist dann eine Zeugenaussage, auf die man sich verlassen kann. Oftmals ist es ja leider so, dass es dann nicht hundertprozentig sicher ist, ob Sichtungsdatum und auch die Person, die gesehen wurde, tatsächlich die gesuchte Person ist. Wie schon gesagt, auf einigen Fotos von Felipe ist dann der Campervan von Arthur zu sehen und dieser Campervan ist eben individuell, so dass da auch keine Verwechslung vorliegen kann. An diesem 4. Mai 2024 hat Arthur Lorenz noch mit dem Vater telefoniert und ihm dann mitgeteilt, dass er spätestens am 8. Mai wieder zu Hause in Deutschland ist. Er wollte dann nach Heilbronn fahren, wo seine Familie ansässig ist. Er hatte bereits mit seinen Eltern geplant, was sie den ganzen Sommer über machen wollen und auch Ausflüge mit dem Neffen und der Nichte geplant. Diese waren ihm sehr wichtig. Während seiner Zeit in Portugal hat er sich regelmäßig bei ihnen, bei Freunden oder anderen Verwandten oder Bekannten gemeldet. So alle 2 bis 3 Tage hat er sich dann gemeldet, einfach auch um viel mit seinem Neffen, seiner Nichte in Kontakt zu sein. An diesem besagten 4. Mai hat dann Felipe den Stellplatz Miradoro Santa Lucia gegen 22 Uhr verlassen. Und zu diesem Zeitpunkt war der Campervan von Arthur noch dort auf dem Stellplatz. Von einer anderen Camperin wurde dann mitgeteilt, dass am 5. Mai
der Campervan von Arthur nicht mehr dort stand. Von daher kann man die Zeit, in der Arthur verschwunden ist, auch recht genau einkreisen. Die Nachricht von Felipe erreichte dann die Familie von Arthur am 10. Mai, also 5 Tage bzw. 6 Tage nach dem Verschwinden von Arthur. Es wurde dann versucht, alles in die Wege zu leiten, um die Polizei in Viseu zu aktivieren, was aber aufgrund mangelnder Englischkenntnisse der Polizisten nicht einfach war. Aber dann wurde ihnen irgendwann mitgeteilt, dass sich ein Suchtrupp auf den Weg zu dem Stellplatz machen wird, um nach Arthur zu suchen oder zu schauen, ob sie irgendwas anderes Relevantes finden. Am nächsten Tag erfuhr die Familie dann, dass dieser Suchtrupp lediglich aus einem Streifenwagen bestand, der dann nur festgestellt hat, dass das Auto von Arthur dort nicht mehr steht. Das war der Familie aber vorher auch schon bekannt. Und Felipe ist dann noch einmal für die Familie zu dem Stellplatz gefahren und hat dann festgestellt, dass genau an dem Stellplatz, an dem der Campervan von Arthur stand, Autoglasscherben gefunden wurden. Alle Informationen wurden von der Familie natürlich immer sofort an die deutsche und auch an die portugiesische Polizei weitergegeben. Ebenso an die deutsche Botschaft. Allerdings gab es dann auch auf die Glasscherben wenig Reaktion. Eingesammelt wurden sie von der Polizei wohl nicht und natürlich auch nicht untersucht. Und natürlich hat man dann auch nicht den Platz abgesucht nach weiteren Spuren, wo sich der Campervan befand. Ein weiterer hilfsbereiter Deutsch-Portugiese ist dann noch einmal zu diesem Stellplatz gefahren, hat das Feld, also den Platz dann abgesucht und diese Glasscherben gesichert. Es könnte ja sein, dass sich die Polizei vielleicht doch irgendwann einmal dafür interessiert. So wie es aussieht, hat man dann dieses Verschwinden oder diese Meldung, dass jemand verschwunden ist von einem Erwachsenen, nicht so richtig ernst genommen. Also, dass man dann zumindest die Glasscherben vielleicht vorsorglich erst einmal sicherstellt, das sollte eigentlich so sein. Also man hat dann nicht einmal auf diesen Stellplatz da geguckt, also nicht mal oder gefragt, wo hat dieser Wagen denn genau gestanden. Und dann hätte man auch direkt festgestellt, dass es eben sich um Autoglas handelt. Und da hätte dann die Idee aufkommen können, dass Arthur Lorenz vielleicht nicht ganz so freiwillig verschwunden ist. Nach diesem 4.5. gab es dann auch keine Lebenszeichen mehr von Arthur. Die deutsche Polizei konnte dann irgendwann beim Handyanbieter die Information bekommen, dass das Handy seit dem 4. Mai aus ist. Also es kann dann dementsprechend auch nicht mehr lokalisiert werden. Auch wurde das Online-Business von Arthur Lorenz, er machte Online-Marketing und verkaufte personalisierte Produkte, nicht mehr betreut. Das heißt zum Beispiel, dass seit dem 4. Mai keine Bestellung mehr bearbeitet wurden. Und das bis heute nicht. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist diese Seite jetzt auch mittlerweile erst einmal deaktiviert. Ich denke mir mal, damit nicht weitere Bestellungen auflaufen, die dann tatsächlich nicht bearbeitet werden können. Ja, und ab diesem Punkt, als man dann eben feststellte, das Handy ist seit dem 4.5. aus, auf der Webseite des Vermissten passiert nichts mehr. Da ist die Polizei dann auch so langsam ein bisschen aktiver geworden. Man konnte sich dann vielleicht denken, dass es sich eventuell um eine Straftat handeln könnte. Und eben nicht nur um die Idee, die man damals bei der Polizei hatte, dass der Bruder eventuell noch eine Auszeit wollte. Das ist ja immer wieder ein beliebter Begriff in solchen Fällen, die Auszeit. Man hat sich eine Auszeit gegönnt, gebraucht und deswegen niemand informiert. Am 22. Mai erreichte die Familie dann die Nachricht, und das erfolgte dann auch wieder über Social Media, dass das Auto des Bruders, also von Arthur, verbrannt im Wald von Viseu gefunden wurde. Warum die Polizei jetzt konkret die Familie nicht darüber informiert hat, ist jetzt natürlich nicht klar. Es kann sein, dass es vielleicht einfach, sage ich mal in Anführungsstrichen, vergessen wurde. Oder es wurde eben bewusst dann diese Information nicht weitergegeben, eventuell um Ermittlungen nicht zu gefährden oder ähnliches.
Also diese Information, die haben wir jetzt leider nicht. Aber wie schon gesagt, die Schwester bzw. die Familie hat soweit alle Informationen. Erst einmal über Social Media erhalten. Der Fundort des verbrannten Campervans war 1 Kilometer von der Feuerwehr entfernt. Und in den Tagen, als der Wagen zum späteren Fundort verbracht wurde, hat es wohl stark geregnet, so dass dann, als der Campervan angezündet wurde, es auch eine geringe Rauchentwicklung gab, so dass es wahrscheinlich dann keinem aufgefallen ist, dass dort etwas brannte. Zu dem Ort, wo Arthur Lorenz seinen Stellplatz hatte, also seinen Campervan abgestellt hatte, und dem Fundort des Campervans, also im ausgebrannten Zustand, komme ich am Ende des Videos, weil ich da so eine kleine Bilderfolge habe, die ich euch da einmal präsentieren möchte. Was gibt es ansonsten noch über Arthur Lorenz zu erzählen? Arthur Lorenz war er für sich alleine unterwegs, also jetzt nicht gerade zurückhaltend. Er konnte gut mit Menschen in Kontakt kommen, aber er bevorzugte es doch gerne für sich alleine zu sein. Er mochte Yoga, Meditation, Breathwork, Lesen, sein Online-Business, und das hat er eben gerne für sich gemacht. Oder er hat sich natürlich auch mit Menschen im Yoga-Studio getroffen. Ja, und da die Polizei natürlich nicht so schnell reagiert hat, ist dann natürlich auch wichtige Zeit verstrichen. Die Familie hat dann alles Mögliche an Argumenten versucht zu liefern, dass eben dieses Verhalten nicht dem typischen Verhalten von Arthur Lorenz entspricht. Und man setzte sich dann etwas in Bewegung, allerdings wurde eben noch keine aktive Suche veranlasst. Und nach Wissen der Familie bzw. der Schwester, mit der ich Kontakt hatte oder Kontakt habe, wurden auch keine Mautstellen oder Grenzen kontrolliert, ob Arthur Lorenz überhaupt Portugal je verlassen hat. Es gibt auch keine Ortungsdaten, so wie es aussieht, von dem Handy von Arthur Lorenz, also wo er sich dann zuletzt aufgehalten hat, als zum Beispiel das Handy ausgeschaltet wurde. Ob man diese Daten nicht ermitteln konnte oder ob die Polizei dies eventuell aus ermittlungstaktischen Gründen zurückhält, ist leider auch nicht bekannt. Und da die Polizei ja in Deutschland auch nicht dann so aktiv war, zumindest am Anfang nicht, hat die Familie dann selber versucht, in Portugal weiterzukommen. Aber das war eben unfassbar schwierig, berichtete die Schwester, allein schon wegen der Sprachbarriere. Aber sie habe auch wundervolle Menschen gehabt, die dann für die Familie auf Portugiesisch angerufen haben. Und diese bekamen dann trotzdem keine Informationen, außer dass sie an dem Fall dran sind. Man wollte sich dann wohl melden, wenn Arthur Lorenz und sein Auto irgendwo auftauchen. Und allerdings hatte man ja von der Familie aus versucht, der Polizei klarzumachen, dass weder das Auto noch der Bruder Arthur Lorenz wahrscheinlich auffällig werden, da es, so wie es aussieht, zu einem Überfall an diesem 4.5. kam und danach jedes Lebenszeichen, jede Spur von Arthur Lorenz fehlt. Ja, und die deutsche Botschaft hat dann immer noch auf die Polizei verwiesen. Kleiner Einwurf von mir, also ich frage mich sowieso immer mit den Botschaften in anderen Ländern, welche Hilfe bieten die an? Also auch hier in Thailand ist es nicht so sensationell. Es gibt ja einen Fall, wo einer schwerkrank eigentlich nach Deutschland transportiert werden musste, aber da hat die deutsche Botschaft wohl auch soweit alles abgelehnt. Es ging im Prinzip nicht dabei um Geld, sondern es ging einfach nur um Hilfestellungen, um etwas zu organisieren, aber da kam auch sehr wenig. Das nur nebenbei. In Portugal haben dann Privatpersonen für die Familie Krankenhäuser abgefahren und angerufen, aber weiterhin keine Spur von Arthur Lorenz. Dann sind der Ehemann der Schwester, also der Schwager von Arthur Lorenz, und 2 Onkel nach Portugal geflogen und sind auch dort bei der portugiesischen Polizei nicht weitergekommen. Man hatte nicht mal eine Ansprechperson, beziehungsweise es konnte keiner sagen, ob die Polizei in Viseu, Porto oder sonst irgendeine andere Polizeistation überhaupt zuständig war.
Und fast über 2 Wochen nach dem Überfall, der dann geschehen sein muss am 4.5., hat sich dann wohl die Kriminalpolizei von Coimbra eingeschaltet und zum ersten Mal aus Portugal Infos zu Arthur Lawrence eingefordert. Zum Beispiel die Apple-Gerätenummern vom iPhone. Und wie schon gesagt, dann wurde das Auto von Arthur Lawrence gefunden. Es war angezündet worden und es konnte eben eindeutig identifiziert werden, weil es eben ein Eigenbau war. Auffällig war dabei dann wohl, dass das Auto ja erst einmal abgebrannt wurde und dann wurde versucht, es wieder zu entfernen, denn es befand sich ein paar Meter entfernt von der eigentlichen Brandstelle. Der Boden war zu diesem Zeitpunkt aber sehr schlammig, eben wegen des starken Regenfalls, und deswegen ist man dann auch nicht sonderlich weit gekommen. Also man kann davon ausgehen auch, dass es dann sich nicht um eine Einzelperson handelt. Verbrannt wurden also das Auto, das E-Bike und auch das MacBook von Arthur Lawrence. Da stellt sich die Frage, was wollten sie von Arthur Lawrence? Und die Familie stellt die Theorie auf, dass dort irgendetwas passiert ist, was so nicht geplant ist. Es wurde dann von der Polizei mitgeteilt, dass es in Viseu wohl öfter zu solchen Raubüberfällen auf Camper kommt. Meist werden die Insassen mit einem Messer bedroht und dann aus dem Wagen geschmissen. Und dann fährt man mit dem Wagen davon. Vielleicht ist bei dem Überfall auf Arthur Lawrence etwas schiefgelaufen. Sie haben danach Panik bekommen und versucht, alle Spuren zu beseitigen. Aber das ist nur eine Theorie der Familie, die aber meiner Meinung nach sehr schlüssig klingt. Also ich gehe auch mal davon aus, dass es einen Überfall auf Arthur Lawrence gab, bei dem etwas schiefgelaufen ist. Jetzt ist aber die Frage, wurde der Wagen dann direkt zum Fundort gebracht, um ihn verbrennen zu lassen, also um Spuren zu verwischen? Oder sollte der Wagen eigentlich an einen anderen Platz gebracht werden? Und dies war aber aufgrund des matschigen Weges nicht möglich und man entschloss sich, den Wagen zu verbrennen. Aufgrund des Fundortes des Fahrzeugs dürften der oder eher die Täter auf jeden Fall gute Ortskenntnisse haben. Jetzt kommen wir wie angekündigt einmal zu den entsprechenden Bildern. In dem jetzt eingeblendeten Bild seht ihr einmal den vermutlichen Tatort, also dort, wo das Fahrzeug abgestellt war. Genau lokalisieren kann man das Ganze nicht. Also die Schwester konnte mir das nicht ganz konkret sagen, wo dieses Fahrzeug abgestellt war. Aber es hat sich dort in dem Bereich befunden. Und ich denke mal, wer sich dort in der Gegend auskennt, der wird auch wissen, wo Camper dann ihre Fahrzeuge in dem Bereich abstellen können. In dem nächsten Bild seht ihr dann einmal den Bereich mit einem roten Punkt markiert, wo der Campervan ausgebrannt aufgefunden wurde. Also ein bisschen abgelegen. Im jetzigen Bild das Ganze nochmal etwas mehr aus der Nähe betrachtet. Und ihr seht, dass dort eine ganz normale Straße lang führt, die M568 oder EM568. Und dort vorne rechts geht dann ein Weg ab, den die Täter mit dem Wagen gefahren sein müssen. Und jetzt schauen wir uns mal eben diese Abzweigung an. Und wie ihr seht, ist diese Abzweigung auch keine Straße da mehr, sondern es ist wirklich ein Feldweg. Und es hat in dem Zeitraum heftig geregnet. Und ich denke mal, dass man da Schwierigkeiten hatte, mit dem Campervan weiterzukommen. Weil der Weg, besser gesagt, ja sehr matschig war. So, da habt ihr dann nochmal die entsprechenden Bereiche, um die es geht, vor allen Dingen auch eben diesen Fundort ein bisschen genauer gezeigt. Also ich kann leider mit Google Street View jetzt in diesen Weg nicht reingehen. Das ging halt nur eben über diese Straße. Wie auch in diesem Fall ist es leider so, dass man zuerst den vermissten Fall nicht ernst nahm. Und diese Thematik hatten wir ja bereits mehrfach auf diesem Kanal besprochen. Und auch in diesem Fall musste zuerst die Familie Informationen beibringen, dass eben für die Polizei klar wurde, dass hier etwas passiert sein muss. Das Aufsammeln lassen der Glasscherben zum Beispiel. Beziehungsweise, dass erst überhaupt einer nochmal hinfährt und sich den Stellplatz anschaut und dabei diese Glasscherben entdeckt.
Und eben auch der Punkt, dass in seinem Online-Business seit dem 4.5. von Arthur Lorenz keine Aktivität mehr festgestellt wurde. So, dann seid ihr erstmal über diesen Fall informiert. Es kann ja sein, dass irgendjemand sich dort in Portugal auskennt, irgendwelche Bekannten hat oder wie auch immer. Wenn ja, dann habt ihr auf jeden Fall den Flyer eingeblendet gehabt in dem Video. Die Kontaktdaten werde ich auch nochmal in der Videobeschreibung hinterlegen. Auch nochmal die Suchseite von Facebook, die jetzt gerade eben erst am Anfang ist, die jetzt aber dann noch dementsprechend mit Informationen aufgefüllt wird. Und ich bitte euch, das Ganze eben auch zu teilen. Und eben wer auch Portugiesisch spricht oder ein portugiesische Bekannte, Verwandte, Freunde oder wie auch immer hat, dass man das bitte einmal teilt und natürlich auch auf jeden Fall dieses Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!